Hallo meine lieben Luftzeichen, ich mache eine Monatslegung und zwar mit einer Hauptenergie für den Monat Juni. Wenn ihr euer Sonnenzeichen, Mondzeichen oder Aszendenten im Luftzeichen habt, das wäre dann also Zwilling, Waage oder Wassermann, dann seid ihr hier herzlich willkommen. Natürlich auch, wenn ihr für jemand anderes was sehen wollt, natürlich genauso. Aber für euch ist diese Legung zumindest gedacht. Ich starte mit einem Orakel von Elvira Gettinger, mit dem Magic Garden Tarot und mit dem Kathleen Bergmann Lenormand. Ich habe mir gedacht, ich ziehe 3 Energien. Einmal eine Energie allgemein für den Monat Juni. Danach gehe ich in den Beruf, schaue, was beruflich bei euch ansteht. Und zum Schluss schaue ich wie immer selbstverständlich in die Liebe. So, nur aber die Hauptenergie für den Monat Juni, für die Luftzeichen. Hier ist Heilung angesagt. Ja, was kann das sein? Ihr macht eine Auszeit, ihr nehmt einen Monat und geht in eine Kur, ihr fahrt in den Urlaub, ihr fühlt euch einfach nur wohl, besucht Spas, fahrt an die Nordsee oder Ostsee, ihr macht eine Meditation, bucht einen Kurs. Also, wir schauen mal weiter rein, was hier alles möglich ist mit der Kamille. Eure allgemeine Energie. Ja, die allgemeine Energie ist, dass ihr Konflikte habt oder hattet, kann auch schon gewesen sein, liegen auf jeden Fall ein bisschen in der Vergangenheit oder in der jüngeren Zukunft kommen hier Konflikte, die aber für mich danach aussehen, dass man sich versöhnt, ja, man findet wieder zueinander, man hat Spaß, man ist dankbar, feiert, vielleicht habt ihr auch ein Firmenfest. Und mit dem Ast der Stäbe ist angezeigt, dass irgendetwas Neues ansteht. Ich habe ja mein kleines Lenormand dabei und ich würde da mal ganz gerne schauen, in welche Richtung wir da denken müssen. Was ist der kleine Funke Lebendigkeit, der hier groß werden möchte? Eine Botschaft, eine Bewegung. Ich kann mir vorstellen, ihr macht vielleicht ein neues Hobby, ja, oder ihr bekommt eine Nachricht, das kann damit sein, die euch irgendwie in Bewegung setzt. Ja, ich schaue nochmal mit dem Tarot, vertiefe ich nochmal. So, was könnte das hier für ein kleiner Funke sein, der meine lieben Luftzeichen hier so aufblühen lässt? 8 der Münzen, Arbeit, eine neue Geschäftsidee. Ihr kommt in den Genuss. Irgendetwas, was euch Glück bringt, reich macht. Na, das wäre ja mal was. Also alle Luftzeichen. Hier Lottogewinn. Nein, ihr arbeitet ganz fleißig und es zahlt sich aus. Ja, das steht jetzt hier. Ja, für den einen oder anderen kann es natürlich sein, wenn ihr viele Lottoscheine ausfüllt, dass da auch viel bei rauskommt. Nein, immer schön an der Realität bleiben, ne? Nicht ganz so abgehoben. Wir schauen jetzt mal gemeinsam in euren Beruf, was sich da tut. Die Hauptenergie für den Monat Juni im Beruf für meine lieben Luftzeichen. Nee, was ist das denn jetzt? Dann war das ja schon der Beruf. Das ist ja spannend. Schon wieder Heilung und Wohlbefinden im Beruf. Macht ihr eine Ausbildung? Macht ihr Urlaub im Beruf? Ich weiß nicht. Was ist denn das denn? Macht ihr einen Heilberuf?
Wer von euch ist das hier mit der Mäßigkeit? Also im Beruf natürlich kann es natürlich auch darum gehen, wir haben ja den Konflikt gesehen, dass hier etwas wieder bereinigt wird, das war ja klar, und dass es jetzt erstmal ganz entspannt für euch im Beruf weitergeht. Vielleicht war der Konflikt im beruflichen Bereich und deswegen ist jetzt hier nochmal die Heilung angezeigt, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr wieder gerne zur Arbeit geht, mit den Kollegen sprecht und dass sich das ganz, ganz toll für euch anfühlt wieder. Also im Beruf die Hauptenergie für den Juni bitte. Wisst ihr, was ich glaube? Hier geht es darum, hier ist der Page der Kelche, das ist ja eine sehr hilfsbereite, liebenswerte Person. Ich denke, dass das ihr seid. Ihr helft, ihr unterstützt, ihr tut, ihr macht, achtet wahrscheinlich gar nicht so sehr auf euch. Ihr werdet vielleicht auch ein bisschen ausgenutzt, das ist so, könnte auch sein, weil ihr eben noch in bestimmten Bereichen eine relativ junge Energie seid. Und mit dem Mond ist angezeigt, ja, wie heißt das denn? Vielleicht macht ihr auch eine Praktikantenausbildung oder ihr macht irgendwie vielleicht so einen neuen Job. Vielleicht seid ihr noch nicht lange in eurem neuen Job, in eurem Job. Und mit dem Mond ist eine gewisse Unsicherheit vielleicht verbunden. Das heißt, ja, wenn man irgendwo neu dazukommt, man kennt das Team noch nicht, man kennt die Aufgaben vielleicht noch nicht, da seid ihr ein bisschen verunsichert, aber ihr erfahrt ihr Hilfe. Also sehr liebevoll kommt ihr eine Königin der Stäbe, die ist sehr, sehr rührig, sehr liebend, also ja, die schüttet sich schon fast emotional über euch aus. Und mit dem Wagen ist angezeigt, dass das auf jeden Fall wieder Fahrt aufnimmt. Also ihr kommt wieder in die Routine, ihr kommt wieder vorwärts, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ich glaube, hier ist wirklich ich kann mir vorstellen, dass ihr diesen Job einfach noch nicht kennt. Dass ihr noch ein bisschen verunsichert seid, aber man euch hier auf jeden Fall liebevoll unterstützt. Und dass das Ganze dann vorwärts geht, rasant. Mit dem Wagen ist ja auf jeden Fall Schnelligkeit angezeigt. Ja, vielleicht ist es auch eine Reise, die ihr aus Berufsgründen machen müsst. Und das ist jetzt hier vielleicht noch ein bisschen neu für euch, da kennt ihr euch noch nicht aus. Vielleicht bekommt ihr auch einen Firmenwagen, den ihr hier noch nicht genau wisst, wie der funktioniert. Kann ich mir auch vorstellen. Ja, hier wächst was langsam. Also eigentlich ist der Baum ja für ein langsames Wachstum, etwas, was langsam sich verwurzelt und immer größer wird. Es ist ein bisschen widersprüchlich zum Wagen, weil der Wagen ist ja sehr schnell unterwegs und das ist eigentlich sehr langsam unterwegs. Aber es kann auch eben um Lebensziele gehen, ne? Um Ziele, langfristige Ziele, die jetzt aber hier an Fahrt gewinnen. Vielleicht kommt ihr eurem Lebensziel, eurem Traum vielleicht auch relativ schnell nah. Vielleicht möchte der ein oder andere auch Abteilungsleiter werden oder ich weiß nicht, was da möglich ist alles. Und das geht jetzt recht schnell durch eine Unterstützung. Sicherheit, ja. So, wir schauen jetzt mal in die Liebe, was da für meine lieben Luftzeichen noch auf euch zukommt. Im Monat Juni. Was darf ich da weitergeben? Die Königin der Kelche. Ja, das ist eine Dame, die Karte spricht hier an der Stelle für Entspannung,
Gelassenheit. Also wir haben ja interessanterweise ja schon bei euch im allgemeinen Zustand des Wohlbefinden und die Gesundheit gesehen. Also auch für mich so eine sehr ruhige, entspannte Energie mit der Mäßigkeit. Das haben wir im Beruf gesehen und auch jetzt hier im Bereich der Liebe ist sie auch sehr entspannt. Das finde ich irgendwie, das zieht sich hier durch euren Monat durch. Ihr seid irgendwie sehr, sehr locker drauf. Sehr ruhig auf jeden Fall. Ihr seid gelassen. Und ich vertiefe das jetzt. Was kommt auf meine lieben Luftzeichen in der Liebe? Hm. Ja, in der Liebe ist es so mit dem Stern und weil wir ja in der ganzen Heilungsgeschichte sind, im Juni gehe ich einfach davon aus, dass ihr hier mal ausheilen müsst. Also wahrscheinlich ist es eine Heilungsenergie, die ich hier wahrnehme. Ihr wisst, der Stern hat natürlich noch andere Bedeutungen. Vielleicht ist es auch die Klarheit. Ich werde das mit dem Lenormand mal abklären. Nee, also hier ist definitiv eine Heilungsenergie, weil ihr zieht euch zurück. Ihr müsst erstmal ausheilen. Von einer Situation, die sich für euch nicht gut angefühlt hat, mit einem König der Schwerter und einem Pagen der Stäbe. Ja, vielleicht ist euch der König der Schwerter hier ein bisschen zu abenteuerlich unterwegs gewesen und das hat euch ein bisschen verletzt und ihr habt euch hier ein bisschen zurückgezogen, seid in den Turm gegangen, musstet euch erstmal wieder aufrichten. Und aber mit dem Magier sehe ich ganz klar, dass ihr hier in der Manifestation seid. Ihr wollt etwas haben oder ihr wollt etwas erreichen. Das ist eine sehr ehrgeizige Energie. Die möchte etwas schöpfen. Die lässt auch nicht locker. Sie ist ja sehr fokussiert. Die trickst natürlich auch mal ein bisschen. Wir schauen mal, wer hier der Magier ist. Ja, ihr manifestiert hier ein Paar. Ihr möchtet mit dem König der Münzen als Königin der Münzen ein Paar sein. Oh Gott, ist das süß. Ja, ganz eindeutig. Ich schaue nochmal für euch im Juni, wie da die Manifestationsenergie wirkt. Ich schaue mal, was ist das Ergebnis im Juni erstmal. Ja, es gibt so ein bisschen so ein Auf und Ab, eine Sehnsucht. Ihr habt auf jeden Fall Sehnsucht. Aber ich glaube, der Herr auch. Ich glaube, das liegt einfach zwischen euch. Ja, vielleicht ist der König der Münzen auch nicht der König der Schwerter. Das kann ja auch sein, ne? Dass ihr hier zwei Herren, schon einen neuen Herrn für euch manifestiert habt oder für euch manifestiert. Und das Ganze scheint hier auf die Reise zu gehen. Ja? Also es entwickelt sich. Das Schiff steht ja für Sehnsüchte, aber auch für Prozess, die vorwärts gehen. Natürlich auch Schwankungen. Es kann also sein, dass das im Juni noch gar nichts Festes wird, sondern einfach nur vielleicht ein Auf und Ab. Aber definitiv wird hier manifestiert, geschöpft, erschöpft, erschaffen. Entschuldigung für diesen Sprachgammel hier gerade. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommt gerne wieder, liken, abonnieren, kommentieren. Ich freue mich wie immer.